Wer aus Deutschland wegzieht, wer aus Deutschland auswandert, der fragt sich vielfach, muss ich eigentlich im Ausland einen neuen steuerlichen Wohnsitz etablieren oder ist das völlig egal? Kann ich wohnsitzlos sein? Brauche ich eine Meldeadresse? Mit genau diesen Themen wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Was du genau in puncto Adresse nach dem Wegzug brauchst, hat im Grunde genommen zwei Dimensionen. Erstens eine Banking-Dimension und zweitens eine steuerliche Dimension. Zunächst mal wollen wir uns mit dem steuerlichen Thema befassen. Auch hier muss man wieder zwei verschiedene Szenarien unterscheiden, nämlich zum einen mal die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland und der Nachweis dieser Beendigung. Die deutsche Finanzverwaltung, dein Finanzamt, kann dich fragen und Nachweise von dir verlangen, dass die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland tatsächlich beendet ist. Dort wird zum Beispiel ein Fragebogen seitens der Finanzämter verschickt an Auswanderer mit 16 Fragen oder ansonsten können die Fragen auch anderweitig an dich gerichtet werden. Das Einfachste, um die Beendigung der deutschen Steuerpflicht nachweisen zu können, ist natürlich zum einen, dass man zeigt, dass man den deutschen Wohnsitz aufgegeben hat, dass man keine Familie, Ehepartner, Kinder mehr in Deutschland hat und auch, dass der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht mehr in Deutschland ist. Und wie weist man das nach? Nun, vielfach ist es am naheliegendsten, dies nachzuweisen, indem man einen neuen Wohnsitz im Ausland belegen kann. Mietvertrag, Steuernummer, Arbeitsvertrag, Anmeldung der Kinder bei einer Schule, Krankenversicherung, ärztliche Behandlung, all diese Dinge aus dem täglichen Leben sind hier hilfreich, um dies dem Finanzamt nachzuweisen, wenn es danach fragt. Wenn das Finanzamt Zweifel an deiner Darstellung hat, kann es möglicherweise nach einem Kontoauszug fragen. Heute zahlt ja jeder alles mit Karte. Das heißt, über den Kontoauszug kann man relativ schnell feststellen, wo du dich eigentlich aufhältst, wo du eigentlich wohnst. Es gibt aus deutscher Sicht keine gesetzliche Anforderung, dass du eine neue steuerliche Anmeldung im Ausland nachweisen musst, damit die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endet. Andere Länder haben eine solche Regelung, zum Beispiel Australien oder Spanien. Du bleibst so lange zum Beispiel in Australien steuerpflichtig, bis du nachweisen kannst, dass du dich in einem anderen Land hier neu steuerlich registriert hast, hier eine entsprechende steuerliche Ansässigkeit nachweisen kannst und dieses Land darf keine Steueroase sein. In Deutschland gibt es eine solche Regelung nicht. Du musst also nicht nachweisen, dass du irgendwo ein neues steuerliches Domizil hast. Du musst nur nachweisen, dass du die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland korrekt beendet hast. Keinen Wohnsitz, keinen gewöhnlichen Aufenthalt, keinen Lebensmittelpunkt. So, das ist mal die eine Seite. Das ist das Thema Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht. Dann spielt aber der steuerliche Wohnsitz auch noch eine Rolle in Abhängigkeit dessen, welche Einkunftsarten du hast. Bist du zum Beispiel deutscher Rentner, der eine deutsche Sozialversicherungsrente, also eine staatliche Rente erhält oder auch eine Rente aus der betrieblichen Altersversorgung und du bist im Ausland, dann musst du dem Finanzamt nachweisen, in welchem Land du wohnst. Denn danach richtet sich dann die Besteuerung der Rente. Das ist in den einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen definiert. Zum Beispiel ist im Doppelbesteuerungsabkommen Thailand-Deutschland definiert, dass Deutschland kein Recht hat, eine deutsche Rente zu besteuern, wenn du in Thailand lebst. Dann hat nur Thailand das Besteuerungsrecht. Wenn du also dem Finanzamt sagst, ich wohne jetzt in Thailand, dann wird dir die Rente brutto ausbezahlt. Und genau dann musst du eben den Wohnsitz in Thailand nachweisen. Auch hier wiederum über einen Mietvertrag, über eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung, über eine Steuernummer oder welche Nachweise auch immer hierfür gefordert sind. Das ist also immer dann notwendig, wenn hier die Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel kommen. Wenn du gewerbliche Einkünfte erzielst, ist es ebenso notwendig, dass du nach dem Wegzug, wenigstens unter bestimmten Voraussetzungen, nachweisen kannst, dass du irgendwo steuerlich ansässig bist. Denn ansonsten können möglicherweise sogenannte betriebsstättenlose gewerbliche Einkünfte in Deutschland noch für 10 Jahre besteuert werden. Wir haben ja dazu schon viele Videos veröffentlicht. Das betrifft all jene, die zum Beispiel als Perpetual Traveler und digitale Nomaden mit einer amerikanischen LLC unterwegs sind. Nach deutschem Recht sind diese Einkünfte vielfach noch in Deutschland zu versteuern für 10 Jahre. Das betrifft aber wohlgemerkt nicht echte Freiberufler. Also all jene Freiberufler, wie sie der Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes definiert, Ärzte, Rechtsanwälte, beratende Ingenieure,
und so weiter und so fort. Wenn du also bisher in Deutschland keine Gewerbesteuer bezahlst und ein echter Freiberufler bist, dann musst du auch keine Betriebsstätte nachweisen. Dann kannst du betriebsstättenlose Einkünfte haben. Dann kannst du hier vogelfrei in der Welt unterwegs sein. Allerdings kann es notwendig sein, gegenüber dem Auftraggeber einen steuerlichen Wohnsitz nachzuweisen. Ansonsten muss er dir Quellensteuer einbehalten. Besonders aber, wenn du vom Kapitalvermögen lebst, bist du besonders flexibel, denn dann ist ein Wohnsitz in der Regel nicht notwendig. Unter der Annahme, dass deine Kapitalerträge nicht gewerblich sind, gibt es hier aus deutscher Sicht keinerlei Anforderungen, einen steuerlichen Wohnsitz nachzuweisen. Hier gibt es ein paar Einschränkungen. Also wir haben ja vorhin die weiter beschränkte Steuerpflicht erwähnt. Hier muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass natürlich deutsche Aktien bzw. ein Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf dieser Aktien in Deutschland steuerpflichtig wäre, wenn du unter die weiter beschränkte Steuerpflicht fällst. Aber ansonsten ist das nicht relevant. Wobei auch hier muss man sagen, dass bei Dividenden natürlich der steuerliche Wohnsitz wichtig ist, denn auch das geht wieder unter das Thema Doppelsteuerungsabkommen. Welche Quellensteuer einbehalten wird, ist im DBA definiert. Das heißt, du musst jedenfalls gegenüber deinem Broker nachweisen, in welchem Land du lebst, damit er dir nicht zu viel Quellensteuer abzieht. Aber Quellensteuer wird ja nur bei Dividenden fällig, vielleicht auch bei Zinsen, aber nicht bei Veräußerungserlösen. Das heißt, verkaufst du zum Beispiel Krypto oder auch Aktien, ETFs, dann sind hier keine steuerlichen Implikationen zu beachten. Soweit also das steuerliche Thema. Schauen wir uns jetzt die andere Dimension an und das ist das Thema Banking und Compliance. Hier sieht es schon ganz anders aus, muss man leider sagen, denn vielfach werden Banken, Broker, Crypto-Exchanges von dir verlangen, dass du deinen Wohnsitz nachweisen kannst, dass du deine steuerliche Registrierung nachweisen kannst. Das heißt, vielfach muss man vor allen Dingen eben in puncto Bank schauen, dass man hier das richtige Setup hat. Zum Teil sind ja auch die Anforderungen der Banken tatsächlich unterschiedlich. Das ist also etwas, das du im Vorfeld klären musst. Will die Bank zum Beispiel nur von dir einen Adressnachweis und eine Steuernummer haben, ist das relativ einfach. Du könntest dir zum Beispiel einfach in Thailand oder auch in den Philippinen eine Wohnung mieten für wenige $100, dann hast du ja dann einen Adressnachweis, kannst dir dort noch eine Steuernummer besorgen und dann sind schon hier die Anforderungen erfüllt. Das Gleiche könntest du zum Beispiel auch in Spanien machen. Du könntest dir in Spanien eine Wohnung mieten. Du kannst dir eine Steuernummer für Ausländer in Spanien besorgen, die nie. Solange du weniger als 183 Tage in Spanien bist, bist du dort auch nicht steuerpflichtig. Selbst wenn du dort einen Wohnsitz hast, wo deine Sachen drinstehen. Spanien hat hier eine andere Regelung als Deutschland. Und somit könnte man auch Spanien zum Beispiel hier für ein solches Setup nutzen. Aber du hast eben dann in den genannten Fällen keine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung. Du bezahlst keine Steuern. Du hast keine Steuererklärung. Will also deine Bank, dein Broker oder wer auch immer diesen Nachweis sehen, dann hättest du ein Problem. Und es gibt eben immer mehr Banken, die nach solchen Dingen fragen. Ich hatte hier schon mal ein Video veröffentlicht zu einem Mandanten, der irgendwo in Südamerika wohnt, in einem Land, wo er auch keine Steuern bezahlen muss. Da hat die Bank in Singapur ihm das Konto gesperrt, weil er nicht zeigen konnte, dass er die Einkünfte, die auf dem Konto eingehen, irgendwo versteuert. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Frage, was hier die Banken von dir sehen wollen. Das ist jetzt gar nicht mal dir unbedingt eine Frage der Finanzbehörden. Solltest du hier eine umfangreiche Dokumentation benötigen, dann musst du möglicherweise ein Setup machen, wie wir das ja vielfach in Malta vorschlagen. Das heißt, du hast in Malta eine Wohnung, du bist dort steuerlich erfasst, du zahlst 5.000 Euro Pauschalsteuer, du hast eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung. Damit hast du dann die komplette Dokumentation, dazu noch in einem EU-Land. Das ist also sehr aussagekräftig, aber natürlich auch aufwendig. Du musst dir eine Wohnung mieten, die kostet mal schnell 1.000 Euro im Monat. Du hast noch die 5.000 Euro Pauschalsteuer. Da sind wir schon fast bei 20.000 Euro, die du für dieses Setup hier im Jahr bezahlen musst. Ob sich das lohnt oder nicht, hängt natürlich rein von deinen Einkünften ab. Wenn sich das lohnt für dich, weil du möglicherweise auch noch sagen kannst, okay, dann habe ich in Malta meine Betriebsstätte, dann habe ich schon mal das Thema betriebsstättenlose Einkünfte dann auch geregelt. Die Anwesenheitspflicht in Malta ist relativ locker geregelt. Hier gibt es jetzt gerade in Kombination mit dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen und der Tatsache, dass man die einzige Wohnung, die man langfristig angemietet hat, in Malta hat, keine Anforderungen wie in Zypern, wo man 60 Tage anwesend sein muss.
dann könnte das Ganze natürlich für dich passen. Aber es ist aufwendig. Vielleicht sind noch einige der anderen Möglichkeiten, die wir hier angesprochen haben, viel eher für dich umsetzbar. Natürlich ist das Gleiche auch in Dubai vorstellbar als Beispiel, aber natürlich in Dubai sind dann auch die Lebenshaltungskosten ziemlich hoch. Da reden wir ja schnell von 2.000 bis 3.000 Euro, was hier eine Wohnung im Monat kostet. Auch in Dubai gibt es übrigens relativ lockere Anwesenheitspflichten. Viele wissen das nicht. Aber wenn Dubai hier letztlich dein Hauptwohnsitz nachweislich ist und du hast ja ein Unternehmen, was du betreibst und damit ist dort der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen gegeben, möglicherweise ist Dubai sogar deine einzige Wohnung weltweit, dann gibt es auch dort im Grunde genommen keine Anwesenheitspflichten. Ja, Dubai auch sehr interessant. Es gibt zwar eine Gewinnsteuer dort von 9%, aber wenn dein Unternehmen weniger als umgerechnet rund 750.000 Euro Gewinn macht, dann musst du diese Steuer nicht bezahlen und die ersten 100.000 Euro Gewinn umgerechnet ungefähr sind sowieso steuerfrei. Also, wie du schon siehst, das Ganze ist komplex. Das sind Fragen, mit denen du dich vor der Auswanderung hier ganz konkret auseinandersetzen musst. Das musst du herausbekommen. Es ist natürlich auch wichtig, dass du verstehst, dass Banken jetzt bei weitem nicht jedes Wohnsitzland akzeptieren. Natürlich, jeder weiß, da gibt es Schwarz- und Graulisten der EU und der FATF. Diese Länder sind sowieso schwierig, aber Banken haben auch ihre internen grauen Listen und schwarzen Listen. Also Paraguay zum Beispiel ist ja relativ einfach, hier ein Setup zu etablieren, aber die Tatsache ist, dass die meisten Banken, die meisten westlichen Banken jedenfalls, keinen Wohnsitz in Paraguay akzeptieren würden. Aber sicherlich gibt es Banken, die das tun. Das ist eben etwas, was du im Vorfeld klären musst. Du brauchst also die ideale Kombi zwischen Wohnsitz, zwischen Bank und das Ganze muss in Harmonie funktionieren. Ansonsten wirst du laufend Probleme haben. Es kommt immer wieder vor, dass Mandanten umziehen. Ein Beispiel zum Beispiel Nordzypern. Jemand zieht nach Nordzypern um, ruft seine Bank an und sagt, hier, ich bin umgezogen nach Nordzypern. Am nächsten Tag ist das Konto gesperrt oder geschlossen, weil eben Nordzypern für die Bank nicht akzeptabel ist. Es ist also nicht nur eine steuerliche Frage, die hier zu klären ist, sondern im Wesentlichen noch eine Banking- und Compliance-Frage. Das sind Dinge, mit denen du dich intensiv auseinandersetzen musst. Das braucht Zeit. Hier muss man genau planen. Es ist natürlich, wie ich es gesagt habe, auch eine Kostenfrage. Was ist hier die günstigste Lösung, die für dich tatsächlich möglich ist? Das hängt mit den Einkünften zusammen, mit der Höhe der Einkünfte, mit der Art der Einkünfte, wie ich schon beschrieben habe. Also das ist etwas, mit dem sich jeder Auswanderer hier detailliert vor der Auswanderung befassen muss. Wenn das Fragen sind, mit denen auch du dich auseinandersetzt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Das ideale steuerliche Setup im Ausland nach der Auswanderung. Wie kann man sich hier durch den Dschungel durchkämpfen der Banken und Vorschriften? Das sind alles Themen, mit denen wir vertraut sind. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.